In weniger als einer Woche können wir uns endlich in die Welt von Biomutant stürzen und mit einem der meist erwarteten Spiele in diesem Jahr starten. Heute habe ich deshalb noch einmal eine ganze Menge an Neuigkeiten für euch, von Informationen über einzigartigen Loot und Mounts bis hin zur Performance auf den Next-Gen-Konsolen ist das Video randvoll mit nützlichen Infos und neuem Gameplay. Also fangen wir direkt an. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal findet ihr Videos und Livestreams zu RPGs und Open World Games. Wenn euch Spiele wie Biomutant interessieren und ihr keine Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mit einem Abo dabei bleibt und die Glocke aktiviert, um auch über meine Livestreams benachrichtigt zu werden. Wenn euch das Video an irgendeiner Stelle gefällt, wäre es außerdem extrem nice, wenn ihr mich mit einem Like unterstützt. Dieses Video wird gesponsert von euch. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder und ein ganz besonderer Dank geht an die beiden Legenden Hagu und Ralf. Wenn auch ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer Kanalmitgliedschaft tun und dabei besondere Features freischalten. In meinem letzten Video habe ich euch unter anderem schon gezeigt, wie groß die Welt von Biomutant ist und was ihr vom Crafting-System erwarten könnt. Wenn ihr das also noch nicht gesehen habt, blende ich euch das jetzt oben in der Infokarte ein. Heute habe ich aber nochmal eine geballte Menge an News für euch und im Hintergrund natürlich auch wieder neues Gameplay. Letzte Woche wurde bereits neues Gameplay-Material von Biomutant vorgestellt, in dem das Spiel auf den verschiedenen Systemen gezeigt wurde. Auf dem PC wurde Gameplay-Footage in 4K auf 60 FPS gezeigt, wobei die Framerate auf dem PC natürlich unbegrenzt ist. Auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One läuft das Ganze in 1080p und 30 FPS und auf der PS4 Pro und der Xbox One X erwartet euch eine Auflösung in 1080p bei 60 Frames pro Sekunde. Gestern wurde dann auch noch Footage für die Next-Gen-Konsolen veröffentlicht, in dem wir sehen konnten, dass ihr Biomutant auf der Xbox Series X in 4K und 60 FPS spielen könnt. Auf der PlayStation 5 ist das zwar auch möglich, allerdings wird dort zum Release keine native 4K-Auflösung verfügbar sein, sondern nur 1080p hochskaliert auf 4K. Aber natürlich auch in 60 FPS. Nach dem Release soll dann auch noch ein Upgrade für die Next-Gen-Konsolen erscheinen, wann genau das passiert, ist allerdings noch nicht bekannt. Dass Biomutant auf der PS4, der Xbox One, dem PC sowie den Next-Gen-Konsolen, also der PS5 und der Xbox Series S und X erscheinen würde, wissen wir nun schon seit längerem. In einem offiziellen Tweet wurde jetzt aber auch mitgeteilt, dass ihr Biomutant über den Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now spielen könnt. Neben den Gameplay-Szenen der verschiedenen Systeme wurde außerdem noch weiteres Gameplay-Material veröffentlicht und in einem Interview mit dem Art- und Creative Director Stefan Ljungqvist auf dem YouTube-Kanal von Legacy Gaming haben wir einige neue Details über Biomutant erfahren. Alle Neuigkeiten aus dem einstündigen Interview und dem neuen Trailer habe ich euch zusammengefasst, also fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Laut Stefan Ljungqvist ist die Struktur von Biomutant mit Zelda Breath of the Wild zu vergleichen. Laut dem Feedback, was sie bis jetzt erhalten haben, ist das Spiel aber ein verrückter, guter Mix aus Ratchet & Clank, Devil May Cry, Batman Arkham und verschiedenen anderen Einflüssen. In meinem letzten Video habe ich bereits gesagt, dass am Anfang des Spiels ein erbitterter Krieg zwischen den 6 verschiedenen Tierclans tobt, von denen 3 der dunklen und 3 der hellen Seite angehören. Ihr müsst euch zu Beginn des Spiels entscheiden, ob ihr euch mit den Myriad verbünden wollt, welche sich auf der hellen Seite befinden, oder mit den Jagni auf der dunklen Seite. Eure Entscheidung wirkt sich auf verschiedene Charaktere in der Welt aus und kann auch Einfluss auf das Ende haben. Ihr könnt während des Spiels auch euren verbündeten Clan wechseln und mit den anderen Clans in den Krieg ziehen. Wenn ihr einen der Clans besiegt, erhaltet ihr eine von insgesamt 6 einzigartigen Clanwaffen, welche besondere Skills mit sich bringen. 2 dieser Waffen sind für den Nahkampf und 4 für den Fernkampf, wovon manche allerdings auch im Nahkampf genutzt werden können. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch mit den besiegten Clans verbündet oder den Anführer des Clans tötet. Zu den einzigartigen Clanwaffen werde ich euch in einem zukünftigen Video dann noch mehr zeigen. Und auch aus anderen Quellen könnt ihr besondere und einzigartige Gegenstände und sogar Mounts erhalten. Aber dazu kommen wir später.
Erstmal widmen wir uns nochmal dem Karma-System oder wie es im Biomutant heißt, Aura-System. Ihr könnt abgesehen vom gewählten Clan im Spiel verschiedene Entscheidungen treffen, die euch entweder Punkte für die dunkle oder die helle Aura verleihen. In den Dialogen wird allerdings nicht hervorgehoben oder angezeigt, welche Option euch Punkte für die dunkle oder helle Seite gibt. Die Entwickler wollten dadurch bewirken, dass sich das System immersiver anfühlt und besser ins Spiel einfügt, da sie in vergangenen Tests gemerkt haben, dass Spieler sonst oft dazu neigen, sich die Dialoge überhaupt nicht mehr anzuhören, sondern einfach nur die Option zu wählen, welche ihnen Punkte für die gewünschte Seite gibt. Es wird allerdings trotzdem gewisse Dialogoptionen geben, bei denen einem schon vorher klar ist, für welche Seite es Punkte hageln wird. Eure Aura wirkt sich wie gesagt auf verschiedene Charaktere und andere Clans in der Welt aus und wird auch Einfluss auf das Ende nehmen. Außerdem gibt es bestimmte Fähigkeiten oder Mutationen im Spiel, welche für die dunkle oder die helle Seite gedacht sind. Es ist aber möglich, im Laufe des Spiels alle Mutationen freizuschalten. Bei den Mutationen wird zwischen zwei Arten unterschieden. Den Biomutationen, welche euch physische Fähigkeiten geben, wie beispielsweise, dass ihr einen Pilz beschwören könnt, der euch bei der Erkundung der Welt und im Kampf helfen kann, und die Psi-Mutationen, welche euch eher magische Fähigkeiten verleihen, wie das Verschießen von Blitzen oder das Levitieren, welches euch ebenfalls bei der Erkundung als auch im Kampf von Nutzen sein kann. Bei der Erkundung der Welt können euch natürlich auch die verschiedenen Reittiere und Fahrzeuge von Vorteil sein. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir jetzt erstmal auf die Klassen und den Loot ein. Im Spiel gibt es insgesamt 5 verschiedene Klassen und eine 6. Klasse für Vorbesteller. Da einige darüber verärgert waren, dass man die Mercenary-Klasse nur erhält, wenn man das Spiel vorbestellt, hat Stefan Ljungqvist jetzt noch einmal klargestellt, dass man die Klassen nicht so verstehen sollte, wie man es aus anderen Spielen kennt. Eigentlich sind die Klassen in Biomutant eher als Loadout zu sehen, mit denen ihr startet. Sprich, die Klassen legen fest, mit welchen Waffen, Ausrüstungen und Fähigkeiten ihr startet. Ihr könnt jedoch während des Spiels all diese Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten auch freischalten und euch exakt dasselbe Loadout im Nachhinein zusammenbauen, ohne das Spiel vorbestellt zu haben. Der Loot in der Welt von Biomutant wird zwar größtenteils random sein, aber es wird auch Gegenstände und Komponenten geben, die ihr nur aus bestimmten Quellen erhalten könnt und ihr könnt diese somit auch gezielt farmen. Bei den Truhen und Spinden in der Welt könnt ihr außerdem an einem Leuchten schon vorher sehen, welche Seltenheit die Gegenstände im Innern haben. Wenn der Spind also in der Farbe Orange leuchtet, wisst ihr, dass sich darin auf jeden Fall ein legendärer Gegenstand befindet. Und es besteht eine kleine Chance, dass die Seltenheit des Gegenstands sogar höher ist. Ein Beispiel für Gegenstände, die ihr gezielt farmen könnt, sind die Clanwaffen, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Außerdem gibt es in der Welt auch insgesamt 16 besondere Story-Nebencharaktere, die euch Quests anbieten, für die ihr spezielle Belohnungen wie besondere Waffen, Crafting-Komponenten oder Mounts erhaltet. Und um Mounts zu bekommen, gibt es insgesamt 3 Möglichkeiten im Biomutant. Ihr könnt entweder besondere Samen in der Welt finden, mit denen ihr anschließend das dazu passende Mount in der offenen Welt zähmen könnt. Ihr könnt Clan-Außenposten einnehmen und bei manchen Händlern, die dort dann ihren Laden öffnen, Zertifikate kaufen, mit denen ihr ebenfalls einen Mount zähmen könnt. Oder ihr erhaltet sie für den Abschluss verschiedener Story-Abschnitte und Nebenstories. So wird es beispielsweise einen Nebencharakter namens Saul geben, der sich in einer der entlegensten Ecken der Map befindet, von dem ihr einen fliegenden Koffer als Mount erhaltet, den man auch schon in den verschiedenen Videos sehen konnte. Zum Schluss kommen wir noch zu neuen Infos über das Scaling der Gegner und dem New Game Plus Modus. Es wird ein Scaling-System im Spiel geben, sodass ihr trotz eurer Ausrüstung nie komplett overpowered sein werdet und trotzdem noch eine Herausforderung geboten bekommt, wenn ihr krasse Waffen oder Ausrüstungen tragt. Die Gegner selbst tragen auch Rüstungen, die random generiert sind und verschiedene Stats und Attribute haben. Es kann also sein, dass ihr zweimal gegen den gleichen Gegnertypen kämpft, aber sich beide Kämpfe unterscheiden, weil der eine Gegner beispielsweise Ausrüstung mit mehr Nahkampfwiderstand trägt und der andere Gegner anfälliger gegen Elektroangriffe ist. Neben dem Scaling der Gegnerwerte skalieren die Gegner natürlich auch mit dem eingestellten Schwierigkeitsgrad. Und hier könnt ihr zwischen leicht, medium und schwer wählen. Die Gegner werden allerdings nicht auf eure Stufe angepasst und können auch über eurem eigenen Level sein. Gegner, die weit über eurem Level sind, werden mit einem Totenkopf neben dem Lebensbalken markiert und ob ihr die Herausforderung sucht und euch trotzdem mit ihnen anlegt oder lieber ein paar Level wartet, liegt natürlich bei euch.
Wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, könnt ihr anschließend mit dem New Game Plus weitermachen und dort herausfinden, wie sich andere Entscheidungen auf die Story und das Ende auswirken und behaltet dabei eure Ausrüstung und Waffen sowie alle Fähigkeiten und euer Level. Im New Game Plus überspringt ihr den Prolog und könnt direkt wieder loslegen und könnt euch dabei von Anfang an mit einem der 6 Clans verbünden und nicht wie im ersten Durchlauf nur aus 2 verschiedenen Clans wählen. In meinem letzten Video habe ich bereits gesagt, dass ein Spieldurchlauf in 10 bis 15 Stunden zu schaffen ist. Dafür müsst ihr aber durch das Spiel durchrushen, nur die Hauptstory spielen und Dialoge überspringen. Als Casual-Spieler, der sich gerne die Welt anguckt und auch alle Nebenquests spielt und sich mit dem Crafting beschäftigt, könnt ihr aber laut Stefan Ljungqvist sogar mit 60 bis 100 Stunden rechnen. Und wie ich mich kenne, wird meine Spielzeit wohl eher in Richtung 100 Stunden gehen. Was sagt ihr zu den Infos? Worauf freut ihr euch im Biomutant am meisten und wie sehr freut ihr euch schon, dass es nächste Woche endlich losgeht? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, ich lese mir natürlich jeden einzelnen Kommentar durch und versuche allen zu antworten. Heute Abend bin ich auch um 21 Uhr wieder live auf Twitch, den Link findet ihr in der Beschreibung, also schaut unbedingt mal rein und lasst mir jetzt noch schnell ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Das war's jetzt erstmal wieder von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.